Hallo und herzlich willkommen zu unserer YouTube-Reihe der Benz Print Server. Heute möchte ich euch unsere Makro- und Carbon-Copy-Lösung genauer vorstellen. Ich zeige euch in diesem Video die Funktion detaillierter sowie die Vorbereitung und Bereitstellung unserer Solution. Das Makro- und Carbon-Copy-Plugin funktionieren in Kombination wie ein Ausdruck auf vorgedrucktem, speziellen Carbonpapier und ersetzen somit diesen doch sehr aufwendigen Prozess des Durchschlagdrucks sowie die Notwendigkeit, vorgedrucktes Papier kaufen zu müssen. Wie das genau funktioniert und was man dafür alles vorbereiten muss, zeige ich euch, indem wir uns erstmal beide Plugins separat anschauen. Zuerst zeige ich euch unseren Makrogenerator, mit diesem ihr beliebige Makros, das heißt Vorlagen, erstellen könnt für unser Makro-Plugin. Ihr bestimmt als erstes das Verzeichnis, in welchem sich XPS-Vorlagen für eure Makros befinden. Danach ist es außerdem wichtig, dass ihr allen PCL-Makros, die ihr erstellen wollt, andere Makro-IDs zuweist. Kommen wir aber nun zur Erstellung eurer Makros. Hier oben habt ihr die Möglichkeit, euch zu entscheiden, ob das Makro, welches ihr auf eure Dokumenten aufbringen wollt, farbig oder schwarz-weiß sein soll. Danach definiert ihr den Teil, welchen ihr aufbringen möchtet, mit einem simplen Rechteck. Wenn ihr nun den fertigen Bereich definiert habt, speichert ihr euren Bereich für dieses Makro ab. Nun definieren wir, nachdem wir die AGBs ausgeschnitten haben, Logo und Fußzeile als Makro. Hierbei ist es auch wichtig zu erwähnen, dass ihr mehrere Makro-Vorlagen aus einer XPS-Datei erstellen könnt. Jetzt haben wir auch Fußzeile und Logo definiert und abgespeichert. Als letzten Step müsst ihr noch bestimmen, ob ihr ein PCL 5 oder 6 Makro erstellen möchtet und danach diesen Button drücken, damit die endgültige Erstellung beginnt. Und voilà, jetzt befinden sich in eurem Directory die vorhin definierten Makrovorlagen, welche wir nun auf Benz hochladen. Das nächste Tool, welches ich euch zeigen will, ist unser Makro-Konfigurator, mit diesem ihr genau definieren könnt, wie eure Makros, welche wir vorher erstellt haben, auf euren Dokumenten aufgebracht werden sollen. Zuerst müssen wir die Makro-ID, die wir im Vorfeld vergeben haben, eintragen und die dazugehörige Makrovorlage auswählen. Danach haben wir die Möglichkeit, den Makro-Mode anzugeben, welcher definiert, wie die Makros gesetzt werden sollen. Zusätzlich bestimmen wir mit Call Location, ob das Makro sich im Hinter- oder im Vordergrund befinden soll. Außerdem können wir, und das ist das Wichtigste, seitengenau bestimmen, auf welchen Seiten sich das Makro befinden soll. Hierbei gelten auch Rückseiten. Dazu befindet sich im Makro-Konfigurator ein weiteres Tool, und zwar der Formula-Editor, mit diesem ihr auf einfachste Art und Weise Formeln aufstellen könnt, die das spätere Plugin so verarbeitet, sodass seitengenau die Makros aufgebracht werden können. Zum Schluss adden wir für dieses Makro die Definition für die spätere Erstellung der endgültigen Konfigurationsdatei. Diesen Vorgang wiederholen wir jetzt auch für unsere Logo-Footer-Datei und adden diese Definition. Nachdem wir nun für all unsere Makrovorlagen die Definitionen erstellt haben, erstellen wir die fertige Konfigurationsdatei, welche ihr hier sehen könnt. Nach der fertigen Erstellung laden wir die Config-Datei auf Benz hoch. Nun kommen wir auch schon zu unserem letzten Tool, mit dem wir den Workflow bestimmen können, dem Carbon-Copy-Konfigurator. Mit diesem könnt ihr alle Funktionen unseres Plugins definieren. Zum einen haben wir die Funktion Split Pages, welche dafür geeignet ist, wenn ihr bei der Ausgabe zu jeder Seite direkt danach eine oder mehrere Kopien dieser haben möchtet. Zum anderen haben wir die Funktion Copy Bundle, welche euch euer gesamtes Dokument kopiert und diese Bundles nacheinander ausgibt. Die letzte ist unser Split Bundle, welches so ähnlich funktioniert wie unser Copy Bundle, allerdings separate Jobs aus unserem Input generiert. Nun tragen wir die Anzahl der benötigten Kopien ein. Mit der Option Document Mode definieren wir, ob der Job Simplex oder Duplex gedruckt werden soll oder mit Don't Change unverändert der Modus aus der Inputdatei übernommen werden soll. Zusätzlich definieren wir über den Reiter Sheet Control Dinge wie Schacht, Ausrichtung oder Format der Ausgabe. Hierbei ist es wichtig, dass wir, wenn wir die Eigenschaft des Inputs nicht verändern wollen, überall die Option Don't Change benutzen. Allerdings unterstützen wir auch alle Formate, sollte es der Workflow erfordern. Zum Schluss können wir über die Konfiguration, welche wir gerade für das Carbon-Copy-Plugin erstellen, unseren Output mit zusätzlichen Optionen versehen. Hier zum Beispiel mit Heften. Jetzt können wir auch schon unsere endgültige Konfigurationsdatei erstellen und auf Benz hochladen. Um den Workflow fertig einzurichten, legen wir einen virtuellen Printer auf dem Benz Print Server an, auf diesem unsere beiden Plugins installiert sind. Wie ihr sehen könnt, sind auch schon unsere neu erstellten Konfigurationsdateien eingebunden. Um euch das Ganze jetzt nochmal genauer zu zeigen, machen wir einen Ausdruck ohne Benz. Die Bestellung, welche wir gerade gedruckt haben, hat 2 Seiten und alle Seiten wurden aus einem Papierschacht gezogen. Nun das Ganze mit unserem fertig konfigurierten Workflow.
Jede Kopie wurde aus einem anderen Schach gezogen und außerdem wurde jedes Kopienbündel geheftet. Auch wurden, wie ihr sehen könnt, auf jeder Seite passende Wasserzeichen angebracht, sowie das Logo und unsere Fußzeile. Des Weiteren befinden sich jetzt auf der letzten Rückseite die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr nun eine Idee habt, wo ihr unsere Lösung einsetzen könnt oder mehr darüber wissen wollt, dann zögert nicht, uns zu kontaktieren.